Nicht nur unser Unternehmen, sondern die gesamte Stahlbranche hat zwei große Herausforderungen, die gerade zur gleichen Zeit quasi bewältigt werden müssen. Und das eine ist das, was man gemeinhin als grüne Transformation versteht. Kann man einfach damit übersetzen, dass wir den allergrößten Teil unseres Werkes im Prinzip abreißen und neu bauen müssen, weil es ein drastischer Technologiewechsel ist. Während wir eine Strategie umsetzen, bei uns die Strategie 2030, die es uns erlaubt, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stabilisieren. Eine Flexibilität im Management zu erreichen, weil eben wir nicht mehr auf ein starres Geschäftsmodell hinarbeiten, sondern uns Veränderungen anpassen müssen. Dass wir die Verantwortung auch unterhalb des Vorstands und eigentlich sogar gerade unterhalb des Vorstandes verorten müssen und das Vertrauen haben müssen, dass da unsere besten Köpfe gemeinsam die Situation beurteilen, die so ansteuern, wie es notwendig ist in der gegebenen Situation und dann dort eben auch Entscheidungen treffen oder wenn sie von der Dimension bedeutend sind, so vorbereiten, dass wir die als Team auch in der gemeinsamen Verantwortung wahrnehmen und dann eben rausgeben. Wenn wir auf die Strategie 2030 gucken, sind wir sind sogar über dem Plan. Das heißt, wir werden zu Ende dieses Geschäftsjahres über die letzten 3,5 Jahre über 1 Milliarde Euro unsere Ergebnisqualität verbessert haben aus Restrukturierung und Kostenmaßnahmen. Das sind keine PowerPoint-Milliarde, sondern die steht in der Bilanz und in der P&L kommt die auch an. So, und bei der grünen Transformation, da kann man sicher sagen, dass wir in den 3 Jahren, die wir uns jetzt mit dem Thema intensiv beschäftigen, doch in den letzten 1,5 Jahren nochmal unser Technologiekonzept komplett verändert haben. Wir haben die Dimension der Anlage wenige Monate, bevor wir genehmigungsfähig geworden sind, nochmal verändert. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die Mannschaft auch mit den unterschiedlichen Belastungsformen zur gleichen Zeit vernünftig und gut umgegangen ist, sonst kann man solche Arbeitsergebnisse auch nicht erzielen. Was sich wirklich verändert hat, ist, dass die Mannschaft verstanden hat, dass man diesen Abgleich, bin ich eigentlich noch auf Kurs oder muss ich gegensteuern, Richtungsänderungen vornehmen, was auch immer ist, dass der sehr viel häufiger notwendig ist, als das früher der Fall war und dass der vor allen Dingen auch gemacht wird, ohne dass der Vorstand den bestellen muss. Wenn ich von Richtungsänderungen über Prüfung der Zielsetzung spreche, dann geht es eben darum, und das ist ja ein Stück des Konzeptes von True Leadership, was ist im Norden? Was spricht dagegen? Welche emotionalen Themen auch in der Mannschaft? Welche Ängste, welche Nöte drängen einen vielleicht nicht immer zur besten Lösung, ne? Weil es ein unangenehmes Thema ist. Zu verstehen, was ist hier eigentlich zu tun oder nicht zu tun. Und auch da die Sender neu einzustellen, im Impact dessen, was erreicht werden muss. Das ist also wichtig, die Felder quasi in Summe auch mit einzubeziehen. Nicht nur, was ist das To-Do, sondern Stakeholder mitnehmen, Umfeldanalyse klar haben, Plan daraufhin anpassen und dann abzuleiten, was es zu tun und zu gucken, dass das auch wirklich in die Umsetzung kommt. Und daraus kommt dann auch ein bedeutender qualitativer Push. Ganz ratsam ist ganz am Anfang dieses Thema der kulturellen Veränderung, der Transformation der Menschen, der Teams und der Arbeitsweisen als ein absolutes Top-Thema von Anfang an mit auf die Agenda zu nehmen. Weil man nur dadurch eigentlich auch die Umsetzungspower in der Mannschaft hinbekommt, die es braucht. Ja, die ist insofern angenehm, weil ihr nicht mit riesen Teams und 1000 PowerPoints bei uns viele tolle Konzepte erarbeitet, die unsere Mannschaft nicht in der Lage ist, dann umzusetzen. Und ich kann ja dir sagen, für mich als Person und für die Vorstandsarbeit und sprecht die Dinge auch an, auch wenn sie unangenehm sind und Vorstände vielleicht auch nicht immer gewohnt sind, so kritisiert zu werden. Aber ich glaube, das ist sehr wertvoll, das zu tun. Und insofern seid ihr hands-on, den Vorstand oder den Auftraggeber eben auch zu unterstützen in der Aufgabe, die er hat und ein Programm zu schneidern und maßzuschneidern, was in dieser Situation eben auch beherrschbar ist und zu einer spürbaren Verbesserung führt. Und das ist bei uns, glaube ich, ganz gut gelungen und dafür mein herzliches Dankeschön.